Wir haben uns bereits über die ungleichen Söhne Jakobs unterhalten, aber einer seiner Söhne sticht hervor. Er ist eine absolute Ausnahme, Josef. Josef ist eigentlich der perfekte Sohn und der perfekte Bruder. Seine Geschichte beginnt im 1. Buch Mose, Kapitel 37, Vers 2. Dort wird über ihn berichtet. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete, und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters, und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Josef ist Teenager, er ist 17 Jahre alt und er arbeitet fleißig als Schafhirte bei den Herden seines Vaters mit seinen Halbbrüdern. Er ist aber auch noch so etwas wie der Geheimagent seines Vaters. Und er berichtet seinem Vater, was seine Brüder so anstellen und was man ihnen nachsagt, was er von ihnen hört. Dieses Petzen bei seinem Vater machte ihn ganz sicher unbeliebt bei seinen Brüdern. Vermutlich war Josef in seinen jungen Jahren etwas naiv und vielleicht gutgläubig. Er erzählt seinen Brüdern gerne von seinen Träumen und vermutet wahrscheinlich, dass sie sich freuen und dass sie mit ihm über diese Träume staunen werden. Aber es war genau anders. Wir lesen es immer wieder, da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Und darum hassten ihn seine Brüder noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Kann man vielleicht verstehen, aber das hält Josef nicht davon ab, auch weiter über seine Träume zu reden und sie seinen Brüdern zu erzählen. Wir wissen nicht, ob es diese naive Gutgläubigkeit war oder einfach das unbeschwerte jugendliche Wesen eines Teenagers, das sich in der Liebe seines Vaters, der ihn mehr liebte als die anderen Söhne, sicher und geborgen fühlte. Er witterte keine Gefahr. Er wähnte sich in Sicherheit. Unbeschwert und unbekümmert scheint er dann auch in die Falle zu laufen, die ihn dann in das größte Unglück seines Lebens stürzen sollte. Der Vater schickt ihn zu seinen Brüdern, sie zu besuchen, ihnen etwas zu essen zu bringen. Wir lesen, da sprach Israel zu Josef: Weiden nicht deine Brüder die Herde in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach: Hier bin ich. Da sprach er zu ihm: Geh doch und sieh, ob es gut steht mit deinen Brüdern und ob es gut steht um die Herde, und bring mir Bescheid. Josef scheint gerne zu seinen Brüdern zu gehen. Er ist sofort bereit, seinem Vater zu gehorchen. Er widerspricht scheinbar nie. Er ist eben der perfekte, der gehorsame Sohn. Und er zieht los. Ganz sicher hatte er in der Vergangenheit schon den Hass und die Ablehnung seiner Brüder gespürt. Aber er selbst empfindet keinen Hass, keine Abneigung gegen seine Brüder. Er bekennt sich zu ihnen und er nennt sie meine Brüder. Er sucht sie nämlich, da traf ihn ein Mann, als er umherirrte auf dem Feld, der fragte ihn und sprach: Was suchst du? Er antwortete: Ich suche meine Brüder. Sage mir doch, wo sie weiden. Ja, Josef scheint der perfekte Sohn und der perfekte Bruder gewesen zu sein. Aber seine Aufrichtigkeit und seine Aufgeschlossenheit haben ihn nicht vor Leid und vor der Tragödie seines Lebens geschützt. Seine Brüder lassen jetzt ihrem Hass gegen Josef freien Lauf. Sie wollen ihn töten, aber dann machen sie doch lieber ein Geschäft und verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten. Wir lesen in Kapitel 37, als nun die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn
den Ismaelitern für 20 Silberlinge und diese brachten Josef nach Ägypten. Aber die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwache. Wir erfahren nicht, was in Josef vorging und wie er seine Brüder angebettelt, angefleht haben musste, ihn doch zu verschonen, ihn nicht zu verkaufen. Erst viele, viele Jahre später, als Josef schon der große Mann in Ägypten ist und seine Brüder nach Ägypten kommen, um Brot zu kaufen, erfahren wir ein paar Einzelheiten von ihnen. Als Josef sie prüft und testet, lesen wir, sie sagten aber zueinander, wahrlich, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, denn wir sahen die Drangsal seiner Seele, als er uns um Erbarmen anflehte. Wir aber hörten nicht auf ihn. Darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Also diese herzzerreißende Szene haben die Brüder erlebt. Sie wird uns nicht beschrieben in der Bibel. Welche Lektionen lernen wir aus dem Leben dieses jungen Teenagers Josef? Nun, zunächst einmal, ein frommes, ein gottesfürchtiges Leben schützt nicht vor Not und leidvollen Erfahrungen im Leben eines Menschen. Wir lernen außerdem, dass Gottes Plan im Leben eines gottesfürchtigen Menschen trotz der leidvollen Erfahrungen zu seiner Zeit immer in Erfüllung geht. Auch wenn die Träume und die Visionen, die Gott uns schickt, vielleicht erst viel später in Erfüllung gehen, als wir uns das wünschen oder vermuten. Wir lernen aus dem Leben Josefs, dass Aufrichtigkeit, Gottesfurcht und ein frommer Wandel einem gläubigen Menschen helfen, Schicksalsschläge zu verkraften und Leid zu ertragen. So war es bei Josef. Ohne die Gottesfurcht und ohne das Festhalten an seinem Gott hätte Josef diese Prüfung seines Lebens nicht bestehen können. Das geduldige Ausharren in den schweren Lebensprüfungen gebraucht Gott, um in uns einen Charakter zu formen, der dem Charakter Gottes ähnlich ist. So war es bei Josef.